Heute zeige ich euch das schnellste und einfachste Brotrezept der Welt. 2 Tassen Mehl, 1 Tasse Wasser, fertig. Das Rezept ist wirklich super einfach. Ihr braucht einfach nur 2 Tassen Mehl. Ob ihr jetzt so eine Tasse benutzt oder eine etwas kleinere Tasse oder sogar so einen großen Becher, spielt überhaupt keine Rolle, je nachdem, wie groß euer Brot werden soll. Ich nehme hier so eine mittelgroße Tasse und da fülle ich einfach mein Mehl rein. Ich drücke das zwischendurch ein bisschen an. Dann bekomme ich mehr Mehl rein und mein Teig wird nicht so flüssig. Und jetzt habe ich die Tasse randvoll mit Mehl. Und das Ganze wiederhole ich jetzt. Meine zweite Tasse ist voll und die gebe ich jetzt auch in die Schüssel. Darauf gebe ich 1,5 Teelöffel Salz oder sagen wir mal 1,5 bis 2 Teelöffel, je nach Geschmack. Wie salzig ihr das mögt. Kurz verrühren. Und jetzt fülle ich 2 Teelöffel Trockenhefe in meine Tasse. 1 und 2. Und als nächstes fülle ich meine Tasse wirklich randvoll mit Wasser. Zwischendurch rühre ich das einmal um, damit sich die Hefe auch wirklich auflöst. Und ihr seht, ich mache die Tasse wirklich randvoll. 2 Tassen Mehl, randvoll und eine randvolle Tasse Wasser. Und das kippe ich jetzt hier rauf. Das war es im Grunde auch schon. Das Ganze brauche ich jetzt nur noch zu verrühren. Den Rest, den verknete ich von Hand. So, das reicht auch schon. So, der Teig ist jetzt gut vermischt. Der ist nicht perfekt vermischt, muss er aber auch gar nicht. Das reicht absolut aus. Jetzt habe ich mir hier so eine Badehaube besorgt. Und darin lasse ich den Teig gehen, bis er richtig schön aufgegangen ist. Ihr stellt das Ganze entweder an einen warmen Ort, in den Backofen, wenn ihr eine Gärfunktion habt, oder aber bei 30 Grad. Ansonsten einfach bei Zimmertemperatur über Nacht oder einfach so lange, bis sich der Teig verdoppelt hat. Mein Teig ist richtig schön aufgegangen. Ich falte den Teig jetzt von außen nach innen und das mache ich einmal ringsum. Damit dehne ich den Teig auch und das gibt eben auch noch mal so ein bisschen Struktur. Ihr seht, die Teigkonsistenz sieht gut aus. Hier sind keine Klumpen. Das hat sich richtig schön alles miteinander vermischt. Dann nehmt ihr einfach eine Backform. Meine Backform hat einen Durchmesser von ungefähr 18 cm und eine Höhe von 10 cm. Ihr könnt dafür natürlich auch jede andere Backform nehmen. Ich streue ein kleines bisschen Mehl auf den Boden und einfach den Teig einfüllen. Das war's auch schon. Meinen Backofen heize ich vor auf 200 Grad Ober-Unterhitze und backe das Brot für etwa 45 Minuten. Sollte das Brot zu dunkel werden, drehe ich die Temperatur etwa 20 Minuten vorher auf 180 Grad runter. Bis mein Ofen vorgeheizt ist, stelle ich das nochmal zur Seite. Bis dahin decke ich meinen Teig nochmal ab. Mein Ofen ist heiß. Ich streue ein bisschen Mehl oben drauf. Das sieht immer schöner aus.
und schneide das vorsichtig ein. So ein bisschen. So, das Brot ist fertig. Ich hole das mal raus. Das ist super schön aufgegangen. Und das Brot lasse ich einen Moment auskühlen und dann zeige ich euch das. Aber das sieht super schön aus. Schaut mal. Wunderschön. Mein Brot ist fertig und jetzt schaut mal, wie toll das aufgegangen ist. Sieht das nicht klasse aus? Richtig schön geworden. So, und jetzt schaut mal von innen. Aber das ist so knusprig. Schaut euch mal diese Brotscheibe an. Sieht das nicht klasse aus? Und richtig weich. Boah, wow, schaut mal. Butterweich. Wenn das nicht ein tolles Brot ist, dann weiß ich auch nicht. Super schnell gebacken, richtig lecker. Mehr gibt es eigentlich gar nicht dazu zu sagen. 2 Tassen Mehl, 1 Tasse Wasser, Salz, Hefe, fertig. Schaut noch mal in die Infobox, da schreibe ich euch ein paar wichtige Sachen rein. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Vor allem hoffe ich aber, ihr probiert das aus und schreibt mir in die Kommentare, ob euer Brot genauso schön geworden ist. Bis zum nächsten Mal.